Das ist so der einzige Song, glaube ich, am Album, wo wir die Lyrics gemeinsam geschrieben haben eigentlich. Also ich habe einfach deine alten recycelt, besser gesagt. Das stimmt. Ich habe so die Sachen rausgenommen, die mir gefallen und einfach alles ersetzt, was mir nicht gefallen hat. Ist noch relativ viel gewesen, aber das liegt nicht nur an den alten Lyrics, sondern auch einfach, weil wir den ganzen Refrain austauscht haben und einen komplett neuen zweiten Teil geschrieben haben. Das Intro zum Beispiel kommt von ganz früher. Da habe ich so einen Gitarre-MIDI-Konverter gekauft, also wirklich grausame Samples drin hatten. Aber ich habe schon immer Orgeln und Cembalo geliebt. Darum sind 2 Takes auf dem Looper entstanden. Und das hat dann später der Fabian, unser Keyboarder, leider lernen. Vor allem jetzt bei diesem Intro ist mir wichtig, dass wenn der Öle etwas programmiert hat und mir gegeben hat zum Spielen, dass ich das dann auch selber spielen, möglichst viel ohne Sample. Genau, das zieht sich eigentlich durch das ganze Album durch. Also wir haben, ich würde sagen, 98% von diesen Sachen können wir alles live so spielen. Das war eigentlich unser Anspruch. Wir haben natürlich dort und da irgendwie einen Bassdrop reingehauen oder irgendeinen Slicer oder so, wo wir nicht gerade können, live so spielen, genau. Aber den Rest kann man eigentlich 1:1 so spielen. Das war eigentlich unser Anspruch an das Album. Scary Tale ist der erste Song, den wir als Band wirklich zusammengeschrieben haben. Jeder hat bestehende Teile aus anderen Liedern eingebracht oder eigene Riffs, Keyboard-Parts. Und wir haben das echt demokratisch gemacht, das Lied. Und ich finde, man merkt es auch, das Lied geht mega ab und wenn wir es zusammen spielen, wir fühlen es wirklich als eine Einheit und der Spaßfaktor kommt total über. Ja, es hat natürlich verschiedene Parts. Ich finde persönlich, es ist ein sehr guter Opener, so zum Starten, um das ganze Publikum ein bisschen einheizen. Und es hat verschiedene Parts, wieder mal ein bisschen ruhig. Und man weiss eigentlich gerade von Anfang an, um was es geht, was für Musik das wir machen. Eben der Part Scary Tale ist jetzt so einer, wo jetzt nicht der Öle oder so gesagt hat, ja komm, ich brauche ein bisschen die angehört. Oder es ist ja nicht ursprünglich von mir gekommen oder von dir, sondern es hat einfach Raum in diesem Lied. Und wir haben gewusst, wo müssen wir hin. Und wir haben gewusst, wir können etwas machen und haben da wie das Zweite etwas entstehen lassen. Und nachher habe ich einfach mal eine Gesangsline dazu geschrieben. Also die jetzt im Song ist. Aber wahrscheinlich haben wir schon noch mehr daran gearbeitet, oder? Nachher haben wir dann, wo so ein bisschen das Ganze zusammengefügt worden ist, haben wir gemerkt, dass doch noch ein bisschen mehr ausgereizt werden könnte. Und darum haben wir dann doch noch ein bisschen andere Akkorde reingebracht auf dem zweiten Teil. And we drown in remorse or reality. Scary Tale, ja genau. Unser Opener eigentlich ist ein recht brachialer Song. Er bretschet einfach mal, fängt mit dem feinen Keyboard-Solo an. Da hast du einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Und dann bretschet er richtig los. Das ist eine richtige Freude, eigentlich so anzufangen, dass es wirklich mit Vollpower in die ganze Geschichte geht. Beim Outro, erstens mal hat es ein neues Tempo als der Rest vom Lied und haben sich versucht, dieses Akkordklischee vom 1-6-3-7 zu durchbrechen, indem wir sehr klassisch anfangen mit den ersten 2 Akkorden, 1-6 und dann aber relativ dissonante Harmonie reinbringen und trotzdem eine zweistimmige Stimme drüber. Es war ein Versuch und ich habe gefunden, es ist sehr gelungen und trotzdem eingängig.